Der Weg über ein Rentnervisum ist oftmals der einfachste und kostengünstigste Weg, einen Aufenthaltstitel im Ausland zu erhalten. Was aber, wenn du keine Rente hast, weil du zum Beispiel Unternehmer warst, der nie in die Rente einbezahlt hast? Dafür habe ich eine interessante Lösung für dich, nämlich deine Pensionszusage, deine Rente über deine eigene amerikanische LLC. Alle weiteren Informationen in diesem Video. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die amerikanische LLC erfreut sich ja bei Auswanderern großer Beliebtheit, aber es gibt auch viele rechtliche Fallstricke, die viele gar nicht kennen oder viele nur am Rande kennen. Wenn auch du zu diesem Personenkreis gehörst, wenn du gerne auswandern möchtest und dabei gerne eine amerikanische LLC gründen willst, um deine Zukunft abzurechnen und steuerfrei zu verdienen, dann lade ich dich zu unserem Braveheart LLC Masterclass Seminar in Edinburgh ein, das wir dort regelmäßig veranstalten. Wir haben es deswegen Braveheart genannt, natürlich nach dem bekannten Film mit Mel Gibson. William Wallace, den er verkörpert, ist ein Freiheitskämpfer in der schottischen Geschichte. Edinburgh ist die schottische Hauptstadt und daher passt das ganz gut, weil ja auch für dich die LLC sozusagen ein Schrei nach Freiheit ist. Freiheit von Steuern, Freiheit von Buchhaltung, Freiheit von komplizierter Verwaltung. Auf diesem Seminar lernst du alles, was du wissen musst, um die LLC rechtssicher zu verwenden. Dort lernst du auch über die steuerlichen Risiken, welche die LLC zweifellos beinhaltet, zum Beispiel die erweitert beschränkte Steuerpflicht für deutsche Staatsbürger und wie du ihr entkommen kannst und natürlich dieses Modell, was ich dir in diesem Video vorstellen werde, das heißt die Pensionszusage über deine eigene amerikanische LLC, auch das werden wir dort vorstellen. Du kannst deinen Partner kostenlos zu diesem Seminar mitbringen. Es sind 1,5 Tage vollgepackt mit Wissen und Informationen. Wir befassen uns dann auch mit dem amerikanischen Einwanderungsrecht. Ich werde vor deinen Augen eine LLC gründen, für die LLC eine Steuernummer beschaffen, für diese LLC ein Konto eröffnen. All das kannst du sehen, wie ich das vor deinen Augen, wie gesagt, mache. Du kannst dir sozusagen über die Schulter schauen und das Beste ist, du bekommst von uns eine LLC inklusive Betreuung dieser LLC für 1 Jahr geschenkt. Ein Paket im Wert von 2.500 US-Dollar. Schau es dir gerne einmal an auf nullsteuer.lc. Das sind die Pakete, die wir verkaufen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn auch du auswandern möchtest und eine solche LLC gründen willst. Alle weiteren Informationen auf unserer Webseite, Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Der einfachste Weg, in viele Länder auszuwandern, ist es, wenn man über ein Rentnervisum gehen kann. Das heißt, das betrifft natürlich im Wesentlichen jetzt einen Personenkreis, der schon etwas älter ist. Normalerweise würde man sagen, ab 50 Jahre, in manchen Ländern, wie zum Beispiel den Philippinen, sogar schon ab 40 Jahren. Wenn du ein Rentnervisum hast, dann musst du in der Regel keine Immobilie mehr erwerben, dann musst du in der Regel keine Firma gründen. Du musst einfach nachweisen, dass du eine Rente hast. Das kann sein eine gesetzliche Rente, das kann sein eine Betriebsrente. Es kann auch eine private Rente aus einer Lebensversicherung sein. Üblicherweise ist dort ein Mindestbetrag vorgeschrieben. Viele südamerikanische Länder verlangen $1.500, $2.000, $2.500. Andere Länder verlangen mehr, zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, Dubai, verlangen umgerechnet ungefähr 3.750 Euro, die du monatlich an Rente beziehen musst, damit du dort den Aufenthaltstitel erhältst. Viele wohlhabende, viele gut situierte Deutsche, Österreicher und Schweizer haben natürlich nun das Problem, dass sie keinen Rentenanspruch haben, denn sie haben nie in die Rente einbezahlt. Gut, die Schweizer werden das wahrscheinlich nicht haben, denn dort wirst du ja gezwungen, in die AHV einzuzahlen. Aber deutsche und österreichische Unternehmer sind damit natürlich tatsächlich konfrontiert. Aber möglicherweise bist du auch als Schweizer damit konfrontiert, denn du bist 50 Jahre alt, sagen wir mal. Du möchtest gerne in den Ruhestand gehen, wirst aber deine gesetzliche Rente erst mit 65 erhalten, also kannst noch keinen Rentenzufluss nachweisen. Und das ist eben das Entscheidende, wenn du ein solches Visum beantragen willst. In Lateinamerika übrigens heißen ja diese Visa generell Pensionado-Visum. Wir reden jetzt ja übrigens nicht nur über Visa und Aufenthaltsgenehmigungen, sondern auch über die steuerlichen Sonderprogramme in zum Beispiel Griechenland und Italien, wo du ja ebenfalls eine Rente nachweisen musst, damit du dort die steuergünstigen Sonderprogramme nutzen kannst und dann zum Beispiel in Griechenland und Italien 7% Steuern auf deine Rente und dein Auslandseinkommen bezahlst. Da muss man sagen, Griechenland und Italien, da gelten leicht abgewandelte Regelungen zu dem, was ich jetzt in diesem Video vorstelle, aber auch grundsätzlich ist es auch da möglich, aber
mit etwas mehr Komplikationen, muss man ganz klar sagen. Aber eben Länder wie Thailand und die Philippinen sind dort genau gleich organisiert, wie zum Beispiel Südamerika, aber auch Mauritius und natürlich viele andere attraktive Auswanderungsländer. Auch viele dieser Auswanderungsländer haben den Vorteil, dass ausländische Einkünfte dann ohnehin steuerfrei sind. Das heißt, du musst dann auch auf diese Renten keine Steuern bezahlen. Es geht gar nicht um eine steuerliche Ansässigkeit, sondern dass du einen Aufenthaltstitel erhältst in dem Land, ein sogenanntes Rentnervisum eben. Wenn du jetzt kein Recht hast auf eine gesetzliche Rente oder aber deine gesetzliche Rente oder generell deine Rente so gering ist, dass du den Minimalbetrag, der erforderlich ist, in diesen Ländern nicht erfüllen kannst, dann kannst du dich normalerweise für dieses Rentnervisum nicht qualifizieren. Aber hier gibt es jetzt einen attraktiven, cleveren Weg, wie du das erreichen kannst. Und das funktioniert im Grunde genommen so, dass du über uns eine amerikanische LLC gründest und diese LLC, deine eigene LLC, macht dir dann eine Pensionszusage. Das ist jetzt ja nicht ein Black Hat Trick oder irgendetwas Illegales. Viele deutsche Unternehmer, viele deutsche GmbH-Unternehmer tun dies. Sie bilden ihr Leben lang in ihrer GmbH Rückstellung für eine Pensionszusage, die die GmbH macht. Und wenn sie dann in den Ruhestand gehen, lassen sie sich von ihrer eigenen GmbH dann eine Betriebsrente auszahlen. Ein komplett normaler Vorgang. Und das Gleiche können wir eben auch über eine amerikanische LLC machen. Du weißt vielleicht, dass eine amerikanische LLC, die keine Betriebsstätte in den USA hat, keine Buchhaltungspflicht hat, nicht steuerpflichtig ist. Da muss man also praktisch überhaupt nichts einreichen. Die Dinge, die man einreichen muss, um die kümmern wir uns natürlich. Das ist also in der Verwaltung extrem einfach, nicht so kompliziert und natürlich lange nicht so viele Vorschriften und natürlich keine Steuern, wie das jetzt bei einer deutschen GmbH der Fall wäre. Es ist auch gar nicht notwendig, dass du jetzt hier über Jahrzehnte in diese LLC einzahlst, sondern ich sage mal so ungefähr 3 bis 6 Monate, bevor du planst, das Visum zu beantragen, solltest du dann in deine eigene LLC, die wir davor für dich gegründet haben, etwas Kapital einzahlen. Das muss gar nicht so viel sein, da gibt es auch keinen verpflichtenden Betrag. Ich sage mal $10.000, $20.000. Die kannst du dieser LLC als Stammkapital zur Verfügung stellen oder auch als Darlehen zum Beispiel. Und diese LLC bezahlt dir dann auf dein persönliches Konto einen monatlichen Betrag. Und der monatliche Betrag hängt natürlich von dem Land ab, in welches du dann später umziehen willst, beziehungsweise für welches du ein Rentnervisum beantragen möchtest. Natürlich reicht die gleiche Rente aus, um 3, 4 oder 5 Rentnervisa zu beantragen. Ja? Also du kannst ja mit den gleichen Unterlagen, mit den gleichen Nachweisen, dass diese Rente an dich geflossen ist, nicht nur in Costa Rica ein Rentnervisum beantragen, sondern auch in Thailand, auch in Argentinien, auch in Dubai, wenn du möchtest, spricht da nichts dagegen, ist ja nicht verboten und tatsächlich machen das auch viele Mandanten, um sich abzusichern für den Fall der Fälle im Rahmen eben eines Plan B. Viele beschaffen sich dann auch gleich einen Zweitpass, eine zweite Staatsbürgerschaft, auch diese kann man ja erwerben und kleben diese neuen Visa letztlich dann in den neuen Pass ein, um von der deutschen Staatsbürgerschaft etwas unabhängig zu werden. Wer weiß, was da noch alles auf einen zukommt. Du kannst natürlich auch in den deutschen Pass einkleben oder möglicherweise sogar in beiden Pässen anbringen. Unsere Anwälte bereiten dann diese LLC entsprechend vor. Es sind bestimmte Dinge notwendig, damit das mit der Pensionszusage funktioniert. Es sind auch bestimmte Dokumente vorlegen später der Einwanderungsbehörde. Also einmal sieht zum Beispiel die Satzung der LLC vor, dass sie überhaupt eine solche Pensionszusage anbieten kann. Dann haben wir Dokumente definiert, in denen die allgemeinen Geschäftsbedingungen, sage ich mal, für diese Betriebsrente dann beschrieben werden. Und die sind natürlich so formuliert, dass man sich damit nicht selbst ins Knie schießt und das natürlich auch keine falschen Aussagen machen muss, wenn du das Rentnervisum beantragst. Also da steht natürlich nirgendwo drin, dass du so und so viele Jahre erstmal einzahlen musst, bevor du dann eine Leistung erhältst. Das ist alles ziemlich offen, ziemlich flexibel definiert, diese allgemeinen Versicherungsbedingungen, ich nenne es mal so, für diese Pensionszusagen. Und dann gibt es einen Gesellschafterbeschluss der LLC, der bestätigt, dass du entsprechend jetzt eine solche Betriebsrente erhältst. Dieses wird dann übrigens von uns unterschrieben als Company Secretary deiner LLC, damit du nicht deine Unterschrift unter deinen eigenen Rentenbescheid setzen musst, sage ich jetzt mal. Da steht dann eine Bestätigung drin, dass dir diese Rente ab diesem Zeitpunkt bezahlt wird. Wie gesagt, die Rente bezahlst du dann an dich selbst aus. Auf dein eigenes Konto ist ja deine Firma. In den meisten Fällen wirst du 3 bis 6 solcher Zahlungen nachweisen müssen. Das heißt, hier solltest du dann natürlich beim Betreff irgendetwas Passendes verwenden, wie zum Beispiel Pension Payment oder irgendwas in der Art. Und bewaffnet mit diesen Kontoauszügen und den Dokumenten, die ich vorhin genannt habe, die du von uns natürlich fix fertig ausgestellt bekommst für deine LLC, kann man dann die entsprechenden Visa in den verschiedenen Staaten beantragen. Wir haben das schon für etliche
Mandanten gemacht. Hat eigentlich immer funktioniert. Ich sage eigentlich, weil natürlich Behörden immer unterschiedlich sind und wie gesagt, manchmal muss man noch andere Informationen einreichen. Aber ich würde sagen, das ist ein sicherer Prozess, der funktioniert und ermöglicht dir eben ein Rentnervisum zu nutzen, wenn du normalerweise ansonsten keine Möglichkeit dazu hast. Wie gesagt, das Geld kann ja dann im Kreis laufen, wenn du möchtest. Das heißt, du kannst das Geld von deinem Konto runterholen, wieder in die LLC einzahlen, dir im nächsten Monat wieder bezahlen. Das kannst du letztlich im Kreis herumschicken. Am Ende kommt es auf die Dokumente an, die du vorlegen kannst. Hier können dich nicht nur bei der LLC unterstützen und bei dem Aufsatz dieser Pensionszusage, sondern natürlich dann auch bei der Beantragung des eigentlichen Rentnervisums. Wir haben in vielen der Länder, die ich angesprochen habe, Kontakte zu Anwälten, die sehr viel Erfahrung haben mit der Beantragung solcher Rentnervisa. Das alles kannst du ja aus einer Hand von uns bekommen für viele der gängigen Länder, die ich vorhin genannt habe und natürlich auch noch weitere Länder. Also, wenn dich das Ganze interessiert, wenn du sowieso planst, vielleicht eine LLC zu gründen, mit der du dann als Auswanderer tätig sein möchtest, dann kannst du hier gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ansonsten könnte die LLC dann einfach vermögensverwaltend für dich tätig sein oder eben nur für die Pensionszusage. Wie dem auch sei, ich würde mich freuen, dich bei unserem Seminar in Edinburgh begrüßen zu dürfen. Weitere Informationen zu der LLC findest du natürlich ansonsten auch auf unserer Webseite. Und ein Beratungsgespräch können wir natürlich auch jederzeit vereinbaren. Alle weiteren Infos in der Beschreibung zu diesem Video. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als genau mit solchen Themen zu befassen. Auswanderung, Plan B, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensdiversifikation. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.